Für diese Strickmuster habe ich die Wolle Bio Cotton von Jan Ant verwendet und die Stricknadel Nummer 4 von Knit Pro. Ich benutze eine klassische Methode, um die Maschen anzunehmen. Der Strickmuster wird in Hin- und Rundreihen gestrickt. Wir brauchen eine gerade Maschenzahl für das Muster plus 2 Randmaschen. Dann zähle ich, wie viele Maschen ich angenommen habe und stelle sicher, dass es eine gerade Anzahl ist. Die Maschen werden zwischen den 2 Randmaschen platziert. Dann stricken wir erste Reihe. Alle Maschen werden rechts gestrickt. Erste Masche ist eine Randmasche. Wir heben die einfach ab. Zweite Masche stricken wir rechts wie die weiteren Maschen bis zum letzten Randmasche und den Randmasche wird links gestrickt. Den zweite Reihe, werden alle Maschen links gestrickt. Erste Masche ist Randmasche, dann weiter stricken wir alle Maschen links. Das bedeutet, dass wir die Maschen auf den linken Nadeln mit der rechten Nadel von vorne links aufnehmen und den Faden durchziehen. Reihe Nummer 3. Wie gewöhnt eine Randmasche. Erste Masche stricken wir einfach rechts und den dritte Masche werden wir abheben wie rechts stricken. Abheben auf andere. Dann nächste Masche wird wieder rechts gestrickt. Und dann zeige ich euch, wie es das nochmal abgehoben wird. Der Arbeitsfaden bleibt hinter der Arbeit und wir stechen mit dem rechten Stricknadel von vorne links in den Masche ein, als ob wir sie stricken würden, und lassen die Maschen vor den linken Nadel gleiten, ohne sie zu stricken.
dann wird dann weiter die Masche rechts gestrickt und sowas wiederholt sich von vorne. Zuerst abgehobene Masche und danach rechts gestrickte Masche. Und dann den Randmasche links gestrickt. Vierte Reihe ist eine Rückreihe. Erste Masche ist das Randmasche, denn unverstrickte Masche in der vierten Reihe werden wir wieder abheben. Aber hier stechen wir mit der rechten Stricknadel von rechts nach links, wie wir die Masche links stricken. Der Faden bleibt vor der Arbeit. Dann werden wir die Masche rechts stricken und es wiederholt sich ungestrickte Masche und rechts gestrickte Masche. Und das ist alles. Ganze Muster sieht so aus. Er besteht aus 4 Reihen und 2 Maschen. Jetzt es wird wieder nach dem 4. Reihe wieder erste Reihe gestrickt. Vergiss nicht, Geduld zu haben und dich von deiner Kreativität leiten zu lassen. Viel Erfolg bei Stricken!